Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, meine lieben Freunde, was ist denn da gestern schon wieder passiert? Ich musste tatsächlich auch kurz stutzen, als wäre ich ein Bundeswehrfriseur. Ja, denn als ich das gelesen hatte, habe ich mir so gedacht, WTF? Warum machen die das jetzt gerade? So, die haben doch kurz vorher extra auf das Feedback der Community gehört. Wer nicht weiß, worum es geht, gestern Abend um 17 Uhr kam ein neuer Hotfix auf unseren Server, also auf F9, auf den Fusion 9 Server, der ja der neue bzw. alte Pre-Server, Beta-Server, Test-Server, nennt es wie ihr es wollt. Damals war es S31, wo ich da drauf gespielt hatte. Dann ist der Server mit S31 zu F9 fusioniert und jetzt ist halt der komplette Fusion 9 Server halt eben sozusagen der Test-Server, wo halt eben die neuesten Hotfixes, Updates und etc. pp. Immer einen Tag vorgezogen werden. Und diesbezüglich waren wir heute auch schon dran gewesen. Und worum geht es erstmal für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben? Hier drum. Und zwar gab es einen Changelog, einen Hotfix sozusagen. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal direkt rein. Hier ist Changelog 20.00 Hotfix 04 für unseren Hotfix, der morgen auf Weltfusion 9 und allen anderen Welten am Montag veröffentlicht werden wird. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit bis dahin. Wir sind vorher schon hier betroffen auf Welt 9, also Fusion 9. Und morgen ist quasi schon heute, also in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch. Heute kam das Ganze online und dieser Hotfix beinhaltet Folgendes. Ja? Also, dazu muss man erstmal vorher sagen, ja, der Hotfix hat wieder einiges an Schaden angerichtet, denn durch den Hotfix ist es quasi so, als ob der komplette Server einen kompletten Tag voll ausgesetzt hat, weil die Updates auf den Server einen Tag vorgezogen worden sind heute. Und das hat dieser Hotfix jetzt verursacht. Das heißt dadurch, dass wir jetzt sozusagen 24 Stunden mehr oder weniger in der Theorie, in der Praxis war es ja nicht so, offline gewesen sind, beziehungsweise das vorgezogen worden ist, hat das dadurch den täglichen Login-Bonus geresettet. Das heißt, je nachdem, wie weit man hier schon beim Kalender gekommen ist, musste man jetzt wieder von vorne anfangen. Das ist ein richtig großer Nachteil, weil für alle 20 Türchen 1,5 Milliarden XP kriegen, also ein komplettes Level-Up. Es ist wirklich sehr bescheiden gelaufen, muss man mal so sagen. Und alleine darüber hat sich schon die Community auf jeden Fall zu Recht aufgeregt. Aber es kommt noch krasser. Neue Features, Optionen. Das Hin- und Herwechseln zwischen Abenteurern und Expeditionen ist nur mehr möglich, bis in einem der beiden Modi Abenteuerlust ausgegeben wurde. Danach kann der Modus für den betroffenen Charakter an diesem Tag zumindest nicht mehr geändert werden. Das heißt, für die Leute, die sich drauf gefreut haben, oder ich sag mal, für die, die gesagt haben, okay, ja, das Expeditionsevent ist ja sowieso schon relativ, sag ich mal, unfreundlich, was die Pilze angeht, für Free-to-Play-Spieler. Aber wir machen es dann wenigstens so, dass wir die erste Quest hier annehmen, ne? Was ich euch ja gezeigt hatte, oder zumindest die letzte, je nachdem, dass ihr halt eben auch noch von der Alu hier den safen Daily Pilz bekommt, den ihr ja kriegt durch die Alu. Das könnt ihr jetzt nicht mehr machen, es sei denn, ihr wollt komplett normal Alu spielen. Denn wenn ihr hier euch einmal dafür entschieden habt, darauf zu gehen, dann müsst ihr jeweils, für was ihr euch entschieden habt, den Rest des Tages mit der Alu auch noch weiterspielen. Ich verstehe dieses Update tatsächlich nicht, weil ich sehe jetzt nicht großartig, dass man sich jetzt einen extremen Vorteil dadurch verschaffen könnte, zwischen den normalen Alu und Expeditionen irgendwie hin und her zu switchen. Also auf jeden Fall auch wieder ein Downgrade, muss man mal so sagen, aus meiner Sichtweise. Und dann der große Punkt, Verbesserung, ja, ein dickes Plus. Expedition. Das Goldcap für eine 100 Alu-Expedition wurde auf 200 Millionen reduziert.
und hängt nun von dem Reittier ab, ist jetzt 400 Millionen mit dem besten Reittier, war vorher bei 660 Millionen. Also, was heißt das im Umkehrschluss? Die Expedition wurde wieder genervt vom Goldeinkommen her, beziehungsweise das Goldcap wurde sozusagen reduziert, sodass man quasi jetzt schon sehr frühzeitig im Level an das maximale Goldcap der Expedition auch rankommen kann. Und so wie ich das gestern im SF-Discord gelesen hatte, liegt das jetzt momentan gerade bei 580. Also wenn ihr so in der Stufe seid, dann habt ihr bereits das Goldcap dafür schon erreicht, weil das Gold von der Expedition wieder mal runtergesetzt worden ist. So, was ich aber überhaupt nicht nachvollziehen kann an der ganzen Situation, ist der Fakt, dass wir, haben wir die Grafik noch hier? Ja, die haben wir noch. Pass auf, hier, wir haben ja die Grafik noch. Dass wir das Expeditionsevent gelauncht hatten. Ja, hier in der roten Linie gekennzeichnet. Das ist noch die alte Statistik, die neue ist jetzt noch nicht da. Dass das gelauncht worden ist, so. Dann Playa Games von sich aus gesagt hat, nee, der Spielerfortschritt ist uns zu schnell, wir nerven jetzt erstmal das Expeditionsevent, dass die Leute jetzt nicht so schnell vorankommen, wie sie es jetzt momentan gerade tun. Okay, haben sie gemacht. Es kam ein riesen Shitstorm von der Community, die gesagt haben, nee, das muss so bleiben, wie es war. Und wir wollen das alte Expeditionsevent wieder haben. Alles klar, kein Problem. Playa sagt sich so, ey, wir hören auf das Feedback der Community. Ihr habt entschieden, dass wir das Expeditionsevent wieder so hochdrehen, nachdem wir empfunden haben, also Playa Games jetzt, nachdem wir empfunden haben, der Spielerfortschritt ist zu schnell, aber hat dann auf das Feedback der Community gehört und hat dann gesagt, okay, dann nehmen wir das halt wieder zurück, weil uns eure Meinung wichtig ist. Ja, und was machen sie? Das Expeditionsevent geht erstmal noch steiler als das alte Expeditionsevent davor. Und ich habe mich gefragt, jetzt hören Sie auf das Feedback der Community, dass das dann auch bitteschön so bleibt. Aber was machen Sie? Sie spielen ein Hotfix auf, wo das Goldcap jetzt doch nochmal reduziert wird, obwohl sie auf das Feedback der Community bereits in der Vergangenheit schon eingegangen sind. Nehmen das jetzt wieder zurück. Das ist eine Entscheidung, die kann ich komplett nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, woher das jetzt kommt, woher das kam, aber das muss ich auch tatsächlich sagen, da hat sich die Community auch meiner Meinung nach zu Recht gestern aufgeregt. Nicht nur, dass halt eben auch wir auf F9 halt besonders gebumst sind, wegen dem Reset des Kalenders etc. pp. Aber was ich halt viel schlimmer finde, ist halt, dass sie auf das Feedback der Community eingegangen sind und das dann wieder zurückgenommen haben. So. Und das hat auch Folgen, sag ich mal, die ich abseits davon auch nicht gutheißen kann. Auf der einen Seite halt eben erstmal Free-to-Play, die Expedition noch unfreundlicher, weil man nicht switchen kann und den Daily Pilz nicht abholen kann. Finde ich wichtig, auf jeden Fall. Und dann kommt noch dazu, dass quasi du ja auch keinen großartigen Unterschied hast zwischen, wenn du das normale Goldcap erreichst auf 632, wo halt alles gemaxt ist, ja, und Stufe 700 jetzt als Beispiel oder 750 oder 800 oder was weiß ich, ne, wie hoch es noch in Zukunft gehen mag. Ab der Stufe ist ja sowieso auch schon kein Unterschied mehr da. Zwischen, ne, ob du jetzt nur 700 bist oder 632, ab da ist sowieso alles gleich, was das Goldcap angeht. Ne? Warum wird das Goldcap jetzt noch weiter runtergeschraubt auf 580? Ein 580er ist jetzt an dem gleichen Wert dran wie in Stufe 700er. So, versteht ihr, was ich meine? Man hat ja vorher schon ab der 632er Stufe hast du ja nichts mehr, wenn du da großartig noch auf irgendwas gehst oder questest oder so, ne? Also ein 700er ist dir da in nix voraus oder so, ne? Und jetzt haben sie das Ganze nochmal runter reduziert, was natürlich halt auch eben wiederum zur Folge hat, dass das Ganze auch, wieder dem widerspricht, worauf sie eigentlich drauf eingegangen sind, auf das Feedback der Community.
Ja, dass da die SF-Taverne gestern gebrannt hat, das konnte ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich hatte das dann heute Nacht dann erst so alles so ein bisschen mitgekriegt, mitverfolgt, so ein bisschen mal grob durchgelesen gehabt, was da los ist. Und ja, am wenigsten kann ich die Entscheidung nachvollziehen, dass sie halt eben, ja, auf das Community hören, Feedback, erst sagen, dass es für wichtig genommen wird und dann es doch wieder reduzieren. Dann hätten sie einfach das Expeditionsevent neu, wenn sie der Meinung sind, okay, das ist jetzt, das ist jetzt zu schnell, wie uns das hier vorangeht, dann hätten sie einfach hinter ihrer Entscheidung halt stehen müssen. So. Und es wäre ja sogar noch besser gewesen, wie sie da gestanden hätten, dass sie halt eben gesagt haben, okay, ey, wir hören auf die Community, ja, wir schrauben das halt wieder so hoch, ne, komm, kriegt ihr noch einen kleinen Obolus sogar, ist noch besser als das vorherige, sind doch alle zufrieden. So, und da jetzt wiederum doch im Umkehrschluss zurückzurudern, das muss ich ehrlich sagen, das ist so eine Entscheidung. Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich gewesen ist, aber die fühle ich persönlich überhaupt gar nicht. Also das fühle ich so null, muss ich sagen. Ne? Entweder hört man eben auf das Feedback der Community und passt sich dem an, oder man steht halt hinter der eigenen Entscheidung, sag ich mal, die man gefällt hat. Aber so dieses Hin und Her, guck mal, alleine wie oft jetzt das schon gewechselt ist, ne? Seit wann ist das Expeditionsevent draußen? Seit diesem Monat oder so? Seit einer Woche? Nee, also seit 3 Wochen? Ich glaube, seit Anfang des Monats oder so kam das raus, ne? Es ist von alt zu neu, neu, zu alt jetzt als nächstes wieder. Also es wurde schon 4-mal jetzt hier gefühlt hier überarbeitet. So, warum? Das verstehe ich nicht. Es war doch alles in Ordnung. Irgendwie so, ne? Und selbst wenn es genervt werden muss, okay, dann ist es so. Aber ja, das verstehe ich halt irgendwie nicht. Und ja, Community war sauer. Eure Meinung würde ich sehr gerne mal in den Kommentaren hören. Ja, natürlich bitte auch trotzdem, ich bin sachlich gewesen jetzt in diesem Video. Ich verlange von euch, dass ihr auch sachlich bleibt. Ja, man kann natürlich auf jeden Fall Kritik äußern. Das ist auch richtig und sollte man auf jeden Fall auch machen. Ne? Aber bitte alles im sachlichen Rahmen, ohne jetzt großartig irgendwie beleidigend zu werden. Weil, ja, auch wenn ich diese Entscheidung komplett überhaupt gar kein Stück nachvollziehen kann, muss man trotzdem fairerweise sagen, dass Playa Games mit Shakes and Fidget schon jetzt in der kürzlichen Vergangenheit zumindest echt schon sehr vieles richtig gemacht hat, aber sich durch solche Fauxpare, was ist die Mehrzahl von Fauxpas? Fauxpas, keine Ahnung. Ja, schießen sie sich halt so komplett wieder selbst ins Aus und das ist halt auch so einfach so komplett überhaupt nicht nötig gewesen. Das wäre halt so überhaupt gar nicht nötig gewesen. Ja, deswegen, das sind manchmal so eine Entscheidung, weiß ich nicht, wo die herkommen irgendwie, ne? Ja, aber so ist das immer, ein Auf und Ab. Zumindest bleibt es so immer spannend, muss man dazu auch sagen. Ne? Also es ist immer ein Wechselbad der Gefühle. Huch, jetzt habe ich die Kiste hier nicht angenommen. Ja, so ein Cheat aber auch. Hoffentlich kriegen wir die jetzt nochmal. Ja, okay. Es ist auf jeden Fall, es wird mit Playa auf jeden Fall nicht langweilig. So viel kann man sagen. Ne? Deswegen ist es also ich sehe es ja immer, ich sehe es ja jetzt nicht so verklemmt, ne? Also ich mach mich darüber ja eher, sag ich mal, lustig, als dass ich das jetzt so ernst nehme und sage, oh, okay, ja, ey, komm, das ist jetzt irgendwie, ist jetzt der Weltuntergang. Klar, ist es komplett scheiße gelaufen so, ne? Aber dadurch wird mein Tag jetzt nicht schlechter, ja? Deswegen, es ist okay, wenn ihr euch aufregt, es ist okay, wenn ihr Kritik äußert, ne? Ich bin da auch nicht von angetan, dass jetzt auch gerade wir hier auf F9 jetzt halt eben wieder im Kalender auch zum Beispiel von vorne anfangen müssen. Das ist ein Ding, das geht eigentlich überhaupt gar nicht. Das wirft uns komplett weit nach hinten. Aber trotzdem ist jetzt mein Tag dadurch jetzt nicht ruiniert, sag ich mal so. Ne? Ärgerlich ist es, aber auf jeden Fall trotzdem. Ja, das kann man ja, denke ich mal, definitiv so unterschreiben, denke ich mal. Ne? Ja, meine lieben Freunde, wie gesagt, lasst euch davon auf jeden Fall nicht den Tag verderben. Es gibt manche da draußen, die nehmen das Ganze wirklich so, als wenn dadurch ihr komplettes Leben jetzt ruiniert ist oder
steigern sich da so extrem rein in diese ganze Thematik, dass, ja, weiß ich nicht, nehmen das vielleicht ein Stück weit zu ernst. Klar ist irgendwo SF immer irgendwo Teil unseres Lebens so, ne? Und wie gesagt, Kritik da äußern, wo es auch angebracht ist, so wie jetzt in diesem Falle, ist definitiv der richtige Weg, sonst versteht man es ja auch nicht, ne? Aber wie gesagt, lasst euch davon jetzt nicht den Tag verderben oder abfacken oder so. Ne? Das ist es nicht wert, auf jeden Fall. Ne? Es geht weiter voran und ja, genau, so läuft es. Also so sehe ich das zumindest. Ne? Ich denke mal, ich habe da eine relativ gesunde Einstellung, Wahrnehmung. Kann auch sein, dass ich da komplett falsch liege, aber ich denke mal, da hat jeder so vielleicht auch seine eigene Sichtweise. Zumindest habt ihr jetzt mal so meine Sichtweise auf die ja, Lage der Dinge jetzt erstmal gehört und bin natürlich auch sehr gespannt auf eure Meinung dazu in den Kommentaren. Und ja, ich kann mir aber schon ungefähr vorstellen, in welche Richtung das geht. Alles klar, Leute. Mal gucken. Ich meine, der Monat, der hat ja jetzt noch ein paar Tage. Wie oft das Expeditionsevent jetzt bis dahin noch angepasst wird, ich weiß es nicht. Wir können ja mal eine Wette aufmachen irgendwie. So, ne? Keine Ahnung. Aber ist schon echt verdammt, ja, ulkig, sag ich mal. Leute, alles klar. Ey, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Ja, wie gesagt, lasst euch davon nicht abfacken oder so. Ich lasse es auch nicht. Ich nehme das Ganze auf jeden Fall. Ich versuche es mit Humor zu nehmen, auf jeden Fall. Ne? Und mehr als lachen kann man darüber ja auch nicht, ne? Am Ende des Tages. Alles klar, Leute. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.